Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder einen Pfeifentabak vorstellen, und zwar einen Aromaten. Konkret geht es diesmal um diesen Tabak hier. Ganz genau, es geht um diesen Tabak hier, um den Vanilla Toffee Cream, einem Aromaten aus dem Hause Mac Baren. Dieser ist in klassischer Weise natürlich auf einem hellen Virginia, auf einem Burley Tabak und auf Virginia basierenden Black Cavendish basierend. Und auf der Homepage konnte man ja schon eben entnehmen, dass dieser Tabak hier als der direkte Nachfolger oder als der kleine Bruder vom Vanilla Cream Tabak gilt. Und zwar wirklich in jeder Hinsicht. Er soll ihm also sehr, sehr ähnlich sein. Die einzige Unterscheidung liegt eigentlich darin, dass der Vanilla Cream eben ein reiner Vanilletabak ist, während der Vanilla Toffee Cream zusätzlich noch dieses karamellige, toffeeartige Aroma mit sich bringt. Doch ich würde sagen, bevor ich jetzt näher auf den Geschmack und auf das Aroma von diesem Tabak eingehe, schauen wir uns in gewohnter Weise zunächst erst einmal das Tabaksbild an, schauen uns noch kurz die Pfeife an und gehen dann zum eigentlichen Review über. Also bis gleich. Hier ist sehr schön zu erkennen, wie das Farbenspiel bei diesem Tabak aussieht. Dieser Tabak ist nun einmal eine klassische Mixture, bestehend aus goldenen Virginias, einem schönen mittelbraunen Burley-Tabak und zu guter Letzt noch einen auf Virginia basierenden Black Cavendish, dem sogenannten Mac Baren Modern Black Cavendish, der entsprechend schon aromatisiert ist und zusammen mit Burley und den Virginia-Tabaken die Grundlage bei Mac Baren für deren Aromatic Mixtures bildet. Als Pfeife für dieses Review habe ich mich für diese Meerschaumpfeife entschieden, ein klassisches Billardmodell mit einem mittleren Füllvolumen. Gestopft habe ich den Tabak einfach nur nach meiner bekannten Methode, nicht zu fest, nicht zu locker, oben lediglich leicht angedrückt, und ja, jetzt steht eigentlich dem Rauchgenuss nicht mehr viel im Weg. Es gilt nur noch, den Tabak zu entzünden und genussvoll von oben nach unten durchzurauchen. So, die Pfeife ist nun gestopft. Hier ist das gute Stück nochmal. Eine Meerschaumpfeife, die ich mir schon vor einigen Jahren zugelegt habe und halt ab und an rauche. Insbesondere aber halt auch nutze, um Tabak einfach zu probieren. In dem Fall hier, allein wegen der Farbe eigentlich, habe ich mich für die Pfeife entschieden. Vanilla Toffee Cream, dazu eben schon die leicht sich verfärbende Meerschaumpfeife mit dem doch bernsteinfarbenen Mundstück hinten dran. Hat einfach nur was mit Optik zu tun. Der Tabak nimmt die Glut gut an und wie man hier schön erkennen kann, er bäumt sich nur ein klein wenig auf. So, die Oberfläche ist nun geglättet. Kommen wir zum Nachzünden. Auch obwohl die Pfeife momentan noch dampft bzw. qualmt, zünde ich die Oberfläche nochmal an, um den Tabak gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche zum Glimmen zu bringen. Bereits kurz nach dem Entzünden, nachdem so die leichte Bissigkeit beim Anfeuern weg ist, hat man eben dieses süßliche Aroma im Mund. Man spürt unweigerlich, dass man einen Aromaten raucht. Man spürt auch unweigerlich, dass es ein Vanillearomat ist.
Der Rauch kommt kühl herüber. Und ist vom Geschmack her weich, hat eine weiche, angenehme, süße Fülle. Und beim normalen Rauchen wirkt er keinesfalls bissig, sondern wirklich weich, angenehm, vollmundig, vanillig. Mit einem ganz, ganz leichten Hauch Karamell. Da ja der Vanilla Toffee Cream als der kleine Bruder vom Vanilla Cream bezeichnet wird, versuche ich natürlich auch so ein bisschen 'n Vergleich zu ziehen, wobei ich gestehen muss, vom Mac Vanilla Cream kenne ich nur den Vanilla Cream Flake, der ja vom Aroma her intensiv nach Vanille ist. Sehr vanillig, sehr weich, doch recht süß. Während es sich jetzt hier natürlich beim Vanilla Toffee Cream um einen Loose Cut handelt, also um einen geschnittenen Tabak, was ja an sich schon dafür spricht, dass der Tabak vom Aroma her nicht ganz so geschmacksintensiv sein wird. So kommt es halt auch, dass der Tabak trotz allem ein Aromat ist. Er ist auch immer noch ein Hocharomat, aber der Vanilla Toffee Cream kommt meines Erachtens nicht ganz so intensiv geschmacklich herüber, wie es jetzt beim Vanilla Cream Flake der Fall war. Und vor allem, wenn man den Namen hört, Vanilla Toffee Cream, da hatte ich eigentlich, bevor ich den Tabak gekauft hatte, so, sagen wir mal, die Erwartung, dass das Karamellige doch um einiges kräftiger in den Vordergrund dringt. Stattdessen jedoch kommt für mich hier beim Vanilla Toffee Cream hauptsächlich so die Vanille zum Tragen. Es ist ein Vanilletabak, der aber geschmacklich zumindest durch dieses Karamellige unterstrichen wird. Es ist jetzt aber wirklich nicht so, dass man sagen könnte, man hat einen Karamelltabak oder einen Toffee-Tabak, der den Geschmack durch die Vanillenote ein bisschen unterstrichen bekommt, also genau umgekehrt. Durchaus ein aus meiner Sicht sehr angenehmer Aromat. Der auch bei einem bewussten, schnellen und heißen Ziehen wie eben nicht gleich kippt. Der Rauch wird dann zwar deutlich wärmer, wird später sogar richtig heiß auf der Zunge, doch sobald man das Tempo wieder drosselt, hat man das ganz normale Raucherlebnis eines Hocharomaten, der auf Vanille eben basierend ist. Er ist wieder weich, er ist wieder vollmundig. Man hat kein Kratzen, man hat kein Beißen auf der Zunge und vor allem halt auch dieses Virginia-typische Kippen des Geschmacks bei zu heißem Rauchen ist jetzt hier bei einem zwischendurch zu heiß Rauchen nicht feststellbar. Das könnte natürlich mit am Burley liegen, das könnte auch an dem Anteil des Black Cavendish liegen. Vorteil ist natürlich, wenn man mal zu heiß rauchen sollte, man kann trotzdem den Genuss weiterhaben. Man muss jetzt nicht befürchten, dass der Tabak kippt und man ihn entsprechend entsorgen kann. Der Nachteil liegt aber halt auch auf der Hand. Dadurch, dass das Aroma nicht kippt,
Und insbesondere gerade bei Anfängern ist dann natürlich die Gefahr groß, dass weiterhin zu heiß geraucht wird, was früher oder später bei Pfeifen, insbesondere bei Bruyère-Pfeifen, zu Schäden führen könnte. Kommen wir kurz zur Raumnote. Soweit ich es feststellen kann, ist die Raumnote sehr angenehm. Man riecht eben wirklich dieses Vanillige mit diesem typischen Tabakaroma. Und auch beim Abgang durch die Nase hat man eben dieses weiche, angenehme, vanillige Aroma, was aus meiner Sicht zumindest sehr angenehm ist und folglich auch für diejenigen interessant sein dürfte, die während des Pfeiferauchens ein wenig auf die Umwelt achten müssen. Aus meiner Sicht definitiv eine Empfehlung für den Mac Baren Vanilla Toffee Cream. Aus meiner Sicht ein sehr guter Aromat. Geschmacklich, wie gesagt, nicht wie erwartet ein Toffee mit Vanille, sondern wirklich ein Vanilletabak, der zusätzlich so ein leicht karamelliges Toffee-Aroma mit sich bringt. Er war leicht zu stopfen, er war leicht zu entzünden, der Abbrand ist gleichmäßig. Man kann es ja hier an der Farbe sehen. Die Asche, die wird zu einem hellen Grau, fast schon zu einem Weiß. Und auch am Ende bleibt erfahrungsgemäß von dem Tabak wirklich nur noch diese hellgraue Asche übrig. Vielleicht noch mit dem einen oder anderen Tabakskrümel, je nach Stopfmethode. Zumindest brennt er gutmütig bis nach unten durch. Er ist nicht übersosiert, sprich, man hat eben nicht zu viel Feuchtigkeit drin. Ein Gurgeln sollte eigentlich ausbleiben, vorausgesetzt man raucht nicht zu heiß. Das war es schon soweit von mir zur Vorstellung des Mac Baren Vanilla Toffee Cream. In gewohnter Weise bin ich natürlich auf euer Feedback gespannt. Wer von euch kennt den Tabak bereits selbst? Wie sind eure Meinungen dazu? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Mac Baren Vanilla Toffee Cream? Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing, macht's gut, bis demnächst. Ciao.